you're my home away from home, away from being alone. Run away from home. Spitzel, Start klar? Ah, du bist schon eine süße Maus, ne? Was wäre ich nur ohne dich, Spatz? Was wäre ich ohne dich? Hm? Da würde es ganz schön düster aussehen hier, ne, in meinem Leben. Nein, aber sie ist natürlich mein kleiner Sonnenschein, die all das toll findet, was ich auch toll finde. Das ist das Schöne, ne? Du liebst auch die Wiesen und die Wälder, ne? Spatzel? Beste Begleiterin, ne? So, los geht's, los geht's. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. So, jetzt gehen wir zu einem meiner Lieblingsplätze, wobei hier draußen eigentlich alles meine Lieblingsplätze sind. Aber ja, auch nach Stimmungslage, worauf man Lust hat. Und jetzt ist mir gerade nach ein bisschen Berg. Ja, hier war ich im Winter öfter. Das ist so Wahnsinn, wie das alles so anders aussieht jetzt. Ja, im Winter war hier nichts auf den Feldern. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Video. Und jetzt steht das Korn so hoch. Wahnsinn. Und die ernten ja auch schon wieder ab. Also Heu wurde schon geerntet. Und jetzt ist, glaube ich, bald das Korn dran. Und ja, und ich denke mir so, Mann, es war gerade Frühling und jetzt ist Sommer. Und wieso ernten die schon wieder ab? Aber irgendwie geht es doch ratzdifatz, ne? Wenn man sich überlegt, jetzt ist Juli, der 4. Nee, ja doch, der 4. Ja, geht schnell.
Oh, die Natur, die tröstet. Das kann ich echt sagen. Die tröstet. Es tut so gut, wieder auf den gewohnten Wegen zu sein. So ein Trost. Oh. Und dann auch noch mit einer Begleitung, mit einer tollen. Mit Ronja. Das ist echt schön. Komm, wir gehen hier lang. Ja, Ronja habe ich an der Schleppleine wegen Wild. Ja, also die meisten haben ja jetzt schon ihre Junge, die Rehe und die Hasen auch schon längst. Aber die sind ja trotzdem noch jung und brauche auch nicht, dass Ronja hier irgendwie durchs Gestrüpp rennt, weil ich muss... Ja, da sehen wir es gerade. Habt ihr das Reh gerade gesehen? Genau, deswegen habe ich es an der Schleppleine. Ja, weil wir wollen hier unsere Ruhe haben, also ich und Ronja und das Wild auch. Und tatsächlich meistens, wenn ich in den Wald gehe, dann gebe ich den Tieren auch Bescheid. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gezeigt, ne, durch das Pfeifen. Weil im Winter war ich halt sehr oft im Wald unterwegs. Und wir haben voll oft so die Rehe verschreckt. Und ich dachte mir so, wenn ich mich vorher immer anmelde, dann wissen sie Bescheid. Oh, die sind's. Ronja, nee, komm, wir bleiben mal ganz ruhig jetzt hier. Genau, deswegen mache ich das gerne. Oh, ich sag euch, es tut gerade so gut, hier zu sein. Also, es ist balsam für mein Herz, weil es wirklich meine gewohnten Wege mit Ronja sind und die Plätze nur ich und sie kennen. Also klar, hier sind auf jeden Fall auch die Förster und Jäger, aber ich habe so Runden, da laufe in der Regel nur ich. Und ja, hier entstehen keine zwischenmenschlichen Sachen. Ich habe meine Ruhe, alles ist gut und das Leben ist einfach nur schön. Ja, also, oh. Das mache ich gerne, um zu sagen, wir sind da, wir sind da. Ne, Häschen? Oh, Spatzel. Wir sind da. Jetzt wissen alle Bescheid, ne? Ich glaube, wir trinken jetzt erstmal Kaffee. Oder, Hase? Trinken wir Kaffee? Häschen? Ich glaube, also wenn man professioneller ist, ne, dann kann man das auch wie so eine Flöte spielen und die Töne höher und weicher. Aber da brauche ich noch mehr Übung.
super süßer Hund, du. Super, super süß bist du. Ne? Übrigens, dass ich meine Kamera mal 2-3 Wochen nicht hatte, hatte zur Folge, dass ich jetzt wirklich mein iPhone für alles genutzt habe und festgestellt habe, macht eigentlich ganz schöne Videos. So ist das manchmal, wenn man sich etwas anderem öffnet, entstehen manchmal ganz andere Möglichkeiten und es ist viel besser oder leichter. Ja, aber das habe ich mir schon gedacht. Ich hatte erst mal überlegt, ob ich mir eine Ersatzkamera hole und noch mehr in diese Videografie reinzugehen. Aber jetzt denke ich mir, ach, das reicht hier für mich. Würde ich nur mal sagen, dass sich das irgendwie gelohnt hat, mich das Problem nicht als Problem zu sehen, dass meine Kamera ausgefallen ist, sondern als Herausforderung und andere Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja, das habe ich schon oft in meinem Leben gehabt, dass wenn eins wegfällt, wo man dachte, oh Gott, scheiße, das dann irgendwie viel besser war. Ich merke echt, ich bin gern für mich. Also ich mag das so, meine Alltagskontakte zu haben, aber ansonsten bin ich eine einsame Wölfin, lassen wir uns es so nennen. Ich merke das, ich bin gern für mich, weil es einfach nur schön ist. Ja? Im Zwischenmenschlichen wird es schnell kompliziert. Ja, und ich mag sowas nicht. Deswegen habe ich gerne meine Alltagskontakte, wo man nicht quatscht. Für die tieferen Gespräche habe ich meine Freunde oder auch mal meine Mutter oder mein Vater auch. Und ja, und auch so für Treffen oder irgendwas unternehmen, dann eher so die festen Freunde, ich bin auch so ein Typ, ich habe Freundschaften, die sind alle jetzt mittlerweile jahrzehntelang, also vom Studium oder sogar noch aus Au-pair-Zeiten oder aus der Schule, also vom Gymnasium, und daran halte ich mich. Und bei dem Rest, also es kommen schon noch welche dazu, aber bei den ganz Alten, da weiß man, was man hat. Man hat die Höhen und Tiefen des Lebens schon zigmal durch und die kennen einen und man kennt die Freunde und das ist so, man muss sich nicht mehr anstrengen. Man ist einfach man selber und wenn man schon 10, 20, 30, ja, warte mal, was ist jetzt so das längste? Ja, nee, das längste ist so mit 14 von der Schule. Ja, also was willst du da? Du musst dich gar nicht mehr anstrengen. Also das ist so, du bist einfach du und gut ist, ja. Und jetzt, wenn neue Menschen ins Leben kommen, irgendwie, dann fängt man an zu vertrauen und dann ist doch wieder irgendwas und dann denke ich mir, oh, nee, dann stecke ich lieber die Zeit, die ich habe als Erwachsene, stecke ich lieber in meine Familie und meine langjährigen Freunde, ja. Also das ist wirklich so meine Strategie auch. Und es kommt sowieso, alle paar Jahre kommt sowieso noch irgendwer Neueres in den engeren Kreis dazu. Aber mein engerer Kreis, also ist wirklich eine Handvoll Leute. Aber mit dem bin ich dann auch eng. Also wir sehen uns jetzt nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat, aber wir sind im Kontakt sehr eng. Und das gibt mir total viel. Und ansonsten habe ich mein Leben. Ne? Ich mache meine Touren mit Ronja, mache das Kreative, die Arbeit. Und dann bin ich sowieso ausgelastet, auch mit meinem Garten. Und ja, da weiß der Mensch, was er hat. Ja, das ist, ich brauche nicht viel. Ich brauche wirklich nicht viel. Ich habe so alles und gut ist. Also, und vielleicht läuft mir ja hier in den Wäldern, auf den Wiesen mal jemand über den Weg, weil dann haben wir nämlich schon sehr viel gemeinsam und das könnte passen. Vielleicht sogar jemand mit Hund. Ja. Also, kann ich wirklich nicht über mein Leben beschweren, ne?